Cool. Hi, Ba. Jo. 2017 war ein tolles Jahr. Ich habe mein Studium beendet und mein erstes Designbüro in Wien gegründet. Das bedeutet vor allem Arbeit, Anstrengung, Entbehrung und noch mehr Arbeit. Es war Zeit für eine Verschnaufpause, Zeit für ein Abenteuer, Zeit sich aufs Motorrad zu setzen und ins Ungewisse zu fahren. Aber im Winter in Österreich Motorradfahren eher ungemütlich. Also ab in ein warmes Land. Inspiriert vom bekannten Top Gear Special habe ich mich auf den Weg nach Vietnam gemacht. Ich wollte dieses tolle Land alleine auf einer kleinen Honda XR 150 erkunden. Mimi wird in etwa 3 Wochen nachkommen. Ja, dann treffen wir uns in Hanoi und machen Vietnam gemeinsam unsicher. Ich habe meinen alten Reiseführer rausgesucht, mir einen internationalen Führerschein und ein Visum besorgt und begonnen, meine Route von Ho Chi Minh City in den Norden zu planen. Im Jänner gab es dann noch ein gemeinsames Abschiedsessen und schwupps sitzt der Flo im Flieger nach Saigon. Mir hat vorab aber niemand gesagt, dass ich mit Vanilla Air fliegen werde. Nach einem anstrengenden Reisetag kann ich endlich mein erstes Bier Saigon in den lauten Straßen Ho Chi Minh Citys genießen. Mit leichten Verständigungsschwierigkeiten habe ich noch eine SIM-Karte besorgt, meine Honda XR abgeholt und los geht das Abenteuer Richtung Cat Tien Nationalpark. Die ersten Kilometer raus aus Saigon sind beschwerlich. Es ist heiß und schwül und die Millionen an zum Teil schwer überladenen Mopeds machen es nicht leichter. An die eigenwillige Fahrweise der Vietnamesen muss ich mich erst gewöhnen. Von einem etwa 12-jährigen Polizisten um ein paar tausend Dong erleichtert und ohne funktionierendes Navi habe ich es dann doch noch irgendwann aus der Metropole und dem Wahnsinnsverkehr rausgeschafft. Nach einer kurzen Stärkung am Wegesrand geht es weiter auf den immer schmaler werdenden Pfaden. Vorbei an idyllischen kleinen Dörfern, durch duftende Kaffeeplantagen und dichten Elefantengrasfeldern. Die Verkehrsregeln der Vietnamesen verstehe ich immer noch nicht ganz. Aber wie ich später erfahren habe, kaufen die meisten auch einfach ihren Führerschein. Erschöpft von den Anstrengungen der letzten Tage und den vielen tollen Eindrücken und Begegnungen habe ich es am späten Abend ins Ziel geschafft, die Green Bamboo Lodge im Cat Tien Nationalpark. Früh am nächsten Tag sitze ich wieder auf der kleinen Honda. Noch schnell auftanken. Das heutige Tagesziel ist Dalat, eine ehemalige französische Kolonialstadt im zentralen Hochland. Sie ist bekannt für ihren kolonialen Charme und den einmaligen Kaffee. Über epische Bergstraßen und durch erfrischend kühle Nadelwälder erreiche ich am Nachmittag Dalat, wo ich noch genug Zeit für einen kleinen Stadtspaziergang habe. Beim Abendessen treffe ich Steff und Chris aus der Schweiz. Das sind Steff und Chris und Mr. Wu. Sie sind auf derselben Route wie ich unterwegs und wir beschließen spontan, eine kleine Motorradgang zu gründen und gemeinsam zu reisen.
Hat ja auch Vorteile, wenn man sich nicht ständig selbst um die Navigation kümmern muss. Mr. Wu kennt auch die schönsten abseits gelegenen Straßen, die ich alleine nie gefunden hätte. Die vietnamesischen Straßen werden mir immer vertrauter und die kleine Honda ist zuverlässig. Es macht riesen Spaß mit ihr zu fahren, vor allem deswegen, weil sie leicht und wendig ist. Das ideale Gefährt für die schwierigen Straßenverhältnisse in Vietnam. Unterwegs bleiben wir immer wieder stehen. Mr. Wu, ein Hotelbesitzer in Dalat, kennt die Gegend und seine Menschen wie seine Westentasche. Er stellt uns einen einheimischen Blumenzüchter vor. Wir dürfen eine Seidenfarm besichtigen und besuchen die eindrucksvollen Elefantenwasserfälle. Eine willkommene Abkühlung bei der schwülen Hitze. Die größte Freude ist es aber, den Fahrtwind am Motorrad zu spüren und die Straßen und Wege Vietnams zu erkunden. Immer wieder gibt es kurze Halte am Wegesrand. Am Maracuja-Feld wäre ich wohl achtlos vorbeigefahren. Die Passionsfrucht war aber keine große Passion, da unreif und extrem sauer, wie mein Blick eindeutig zeigt. Zum Mittag gab es an einem kleinen Straßenstrand Ban Chiao. Das sind kleine Reismehl-Pancakes, die man überall in Zentralvietnam finden kann. Ich, alter Gourmet, muss es natürlich selbst ausprobieren. Was der netten Vietnamesin, die mir kurzerhand ihren Stand überlässt, ein Lächeln ins ansonsten verhüllte Gesicht zaubert. Köstlich. Die Landschaft des zentralen Hochlandes ist sehr beeindruckend. Wir dringen immer tiefer in die ländlichen Gebiete vor. Dörfer werden kleiner, die Kleidung traditioneller. Ich habe den Eindruck, dass das Leben zusehends unhektischer wird. Vielleicht werde ich aber auch einfach nur vertrauter mit der kleinen Honda XR und ich kann das blühende Leben und die surrealen Landschaften rund um mich genießen. Cool. Này, 115.000. Cảm ơn. Alles gut? Perfect. It's so fun to drive. Yeah. Really. You know why they put all the flags on it? Because we are driving this way. Hoch oben in den Bergen darf ich ansässigen Bauern bei der Kaffeeernte helfen. Die Arbeit scheint schmutzig und schwer.
Aber wer den vietnamesischen Kaffee schon probiert hat, weiß, dass sich die Mühe lohnt. Denn wie ich finde, gibt es keinen besseren Kaffee. Unser Tagesziel ist der Luck Lake, wo wir in einem traditionellen Pfahlbau übernachten wollen. Das kleine am See gelegene Dorf Lien Son ist sehr idyllisch und die Einheimischen freundlich und hilfsbereit. Der Wind an dem Abend ist leider etwas zu stark, um zum Fischen auf den See zu fahren. Kurzerhand werden wir von einer ansässigen Familie zum Abendessen im traditionellen Langhaus eingeladen. Glücklich über die vielen tollen Erlebnisse schlafe ich zum ersten Mal auf meiner Reise tief und fest. In der nächsten Folge: Mr. Wu fällt ins Wasser, ich treffe ein paar Kühe und ein paar Enten und es beginnt zu regnen.